Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. Damit sich die Produkte in deinem Shop auch möglichst oft verkaufen, musst du auf diese aufmerksam machen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist ein gutes Google-Ranking vorzuweisen, was du wiederum durch Shopify SEO erreichen kannst. Dabei gibt es in erster Linie 4 Möglichkeiten, die Suchmaschine zu deinen Gunsten zu beeinflussen: der Seitentitel, die Meta-Beschreibung, die Alt-Tags und der Inhalt deiner Seite. Den SEO-Titel und die Meta-Beschreibung könnt ihr optimieren, wenn ihr beispielsweise auf einer Produktseite nach ganz unten scrollt. Diese beiden sind 2 der wichtigsten SEO-Elemente. Sie werden in den Suchergebnissen angezeigt und enthalten Informationen für Personen, die nach Dingen suchen, die mit ihren Produkten zusammenhängen. Was gilt es dabei also zu beachten? Der Seitentitel, der auch bei Google angezeigt wird, sollte keine 70 Zeichen überschreiten, da er sonst abgeschnitten wird. Jeder Titel sollte dabei deine relevanten Suchbegriffe enthalten und einzigartig sein, um Duplicate Content zu vermeiden. Der Titel sollte mit deiner Marke abschließen. Das sorgt für einen stetigen Aufbau deiner Brand und wird außerdem von Google begünstigt. Der Seitentitel sollte deine Keywords enthalten, jedoch immer noch erkennbar werden lassen, wobei es sich bei deinen Produkten handelt. Die Meta-Beschreibung erläutert den Inhalt der jeweiligen Seite und gibt Google-Nutzern erste Hinweise darauf, ob deine Seite für ihr Anliegen sinnvoll ist. Auch für die Meta-Beschreibung gilt: Einzigartigkeit sowie Implementierung der relevanten Suchbegriffe ist super wichtig im SEO. In der Meta-Beschreibung sollte euer Hauptkeyword zwischen 2 bis 5 Mal vorkommen, je nach Textlänge. In 320 Zeichen solltet ihr eine sinnvolle Beschreibung zu euren Produkten abgeben. Mit der H1-Überschrift oder im Englischen auch H1 genannt, sollte eure Produktseite oder euer Blog-Eintrag beginnen. Das ist für den Google-Algorithmus obligatorisch. In dieser muss euer Hauptkeyword enthalten sein. Als drittes darf neben den hochwertigen Bildern auch der Alt-Tag nicht fehlen. Alt-Text oder auch Alternativtext genannt, beschreibt ein Bild und ist ein wichtiger Teil einer Produktbeschreibung. Wenn ein Medienelement aus irgendeinem Grund nicht geladen werden kann, wird stattdessen der Alt-Text angezeigt. Dieser wird auch von Google berücksichtigt und kann durch die Verwendung eurer Keywords zu einem guten Ranking beitragen. Neben den Metadaten, dem Alt-Tag und der richtigen Verwendung eurer H1 ist natürlich auch der Seiteninhalt relevant. Mehr indexierte Seiten führen zu größerer Netzautorität und somit zu einem höheren Google-Ranking. Deswegen gilt auch der oft verwendete Leitspruch Content is King. Natürlich kommt es nicht nur auf die Quantität an. Deine Seiten müssen auch qualitativ anspruchsvoll sein, um suchmaschinenrelevant zu bleiben. So werden duplizierte Inhalte im Ranking herabgestuft oder im schlimmsten Fall aus dem Index ausgeschlossen. Neben diesen On-Page Shopify SEO-Maßnahmen gibt es noch weitere Methoden, das Ranking positiv zu beeinflussen, wie beispielsweise Backlinks oder der Anchor-Text. Diese Maßnahmen werden wir in einem der folgenden Videos thematisieren. Deshalb abonniert gerne unseren Channel, falls ihr ein gutes Ranking für euren Shopify-Shop aufbauen und nichts mehr verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer eBakery-Team.